14 Uhr Ortszeit. Windhoek, ein kleiner Flughafen in Namibia. Aus Österreich sind Piloten und Ingenieure ins tiefste Schwarzafrika gereist. Ihr gemeinsames Ziel, eine DC-6, Baujahr 1958, auf eine abenteuerliche Reise vorzubereiten. Ein Energy-Drink-Hersteller aus Salzburg hat den Flieger gekauft. Der Oldie soll quer durch den schwarzen Kontinent nach Österreich überführt werden. Doch es gibt Probleme mit einem Propeller. Klaus Plaser ist einer von 6 Piloten, die dieses einmalige Abenteuer nach Afrika lockte. In 4 Tagen werden er und die Crew in Salzburg erwartet. Aber zuerst muss der Fehler gefunden werden. Damit musst du rechnen und da muss man sich halt durchfummeln. Das bleibt nicht aus bei so einem komplexen System. Alles ist feinste Mechanik. Von Computertechnik ist im Cockpit keine Spur, außer einem nachträglich eingebauten Navigationssystem. Ein bisschen Luft nach oben hat man hier auch. Auch für den technischen Leiter des Abenteuers, Helmut Statetzny, sind die alten Systeme noch Neuland. Ja, was ganz neu ist natürlich die ganze Heizung, Druckkabine mit Benzinbrennern und solche Sachen. Und das muss man sich gewöhnen. Das war halt damals die Technik. Während die Ingenieure mit der Zange bewaffnet nach dem Fehler im System suchen, probt die Stewardess Martina Keller mit einem Survival-Profi den möglichen Ernstfall. Notlandung, Feuer im Cockpit und was tun. Bei den Horrorszenarien kann einem ganz mulmig werden. Testing 1, 2, 3. Little switch. Und wenn der Oldie in der Savanne landet und weit und breit ist kein Wasser? Ein Loch graben, Tasse rein und Alufolie drüber. Und Vorsicht vor unangenehmen Zeitgenossen. Es gibt Hyänen, Löwen, Leoparden, Elefanten und Büffel. Wenn du in der Nähe eines Flusses bist, achte auf die Krokodile. Im Norden sind mehr Schlangen, vor allem im Dschungel findest du davon alle möglichen Sorten. Und wenn ein Crewmitglied verletzt wird, kann Alufolie sogar beim Bergen helfen. Auch in einer Blechdose steckt mehr, als man denkt. Man kann aus einer Dose vieles machen. Wenn man den Deckel entfernt, kann man damit Wasser transportieren. Du kannst darin Essen kochen. Füllt man sie mit etwas Sand und kippt anschließend Treibstoff, Whisky oder Brandy nach und setzt einen Docht rein, hat man eine Laterne oder Leuchte. Du kannst sie längs aufschneiden und hast einen Spiegel. Man kann daraus einen Pfeil oder eine Speerspitze machen. Sie ist wirklich vielfältig einsetzbar. Ob die Dose das alles wirklich aushält? Auf einen Test legt kein Mitglied der Crew besonderen Wert. Deshalb werden Ersatzteile eingepackt für schnelle Reparaturen vor Ort. Ein Starter, da haben wir ein paar elektrische Relays, Zündspule, diverse Schellen, Zündkabel, eine Hydraulikpumpe, Zündvibrator und ein paar Lager für die Räder. Am nächsten Morgen geht's los. Der Fehler am Propeller ist behoben. Alle Checks sind zur Zufriedenheit ausgefallen. Helmut trifft die anderen Piloten im Container an der Startbahn. Eine letzte Besprechung. Welcher Pilot fliegt zuerst? Sind alle Papiere zusammen? Stimmt das Wetter? Schaut gut aus. Wir laden jetzt noch unser Zeug ein und dann machen wir die Klappen zu. Martina und Daniel Angerer, der jüngste Pilot in der Mannschaft, verstauen tütenweise Lebensmittel im Bauch der DC-6. Schließlich soll es während des Fluges kaltes Buffet geben. Damit die Speisen und Getränke nicht den Notausgang versperren, werden sie in große Behälter gepackt. Auch die Ersatzteile werden verladen. Die Kiste ist mittlerweile verdammt schwer. Langsam wird es im Bauch des Oldies eng. Es gibt
gibt einfach kein Flugzeug, das groß genug ist. Immer zu wenig Reichweite, immer zu wenig Gepäckraum. Und natürlich etwas zu langsam. Gigantische Ölmengen müssen irgendwo untergebracht werden. 4000 Liter. Moderne Flugzeuge kommen damit 30 Jahre aus. Eine Gallone pro Stunde pro Triebwerk, ganz grob geschätzt. Geht schon was drauf. Nein, jetzt schauen wir, dass wir das im Package halt alles nach hinten bekommen, dass der Schwerpunkt möglichst nach hinten wandert. Kurz vor dem Start erhält die Crew Verstärkung. 2 Piloten aus Südafrika sollen bei der Überführung helfen. Flippy Vermeulen ist Oldie-Liebhaber und Profi für alte Airliner. Im Container liegen seine Start- und Landepapiere bereit. Ein Foto zur Erinnerung. In Windhoek wird man den schönen Oldie vermissen. Und so fließen zum Abschied doch noch ein paar Tränen. Wir kommen euch besuchen. Ja, wir freuen uns drauf und alles Gute zu euch. Danke. Jetzt werden die 50er Jahre wieder lebendig. Die DC-6 war damals der Jumbo unter den Airlinern. Jahrelang flog sie als Dienstflugzeug den jugoslawischen Staatschef Tito um die Welt. Schließlich wurde das Flugzeug an der Piste abgestellt und 16 Jahre lang seinem Schicksal überlassen. In Windhoek, liebevoll restauriert, soll der Oldie jetzt in Salzburg zum neuen Prunkstück der Red Bull-Flotte, den Flying Bulls, werden. Noch etwas behäbig schiebt sich der Vogel auf die Startbahn. 8000 Kilometer liegen vor uns. Heute geht es quer durch Namibia ins Nachbarland Simbabwe. Unter anderem vorbei an den berühmten Victoriafällen. 4 Stunden braucht der Oldtimer für die 1300 Kilometer. Alle 4 Triebwerke sind bisher perfekt gelaufen. Auch Probleme mit den Propellern gab es nicht. Ja, das haben wir erhofft. Weil das Flugzeug hat immerhin 4 ältere Motoren, wie ich gesagt habe, schon aus 60.400 und noch ein paar Teilen. Und die müssen zusammenbleiben in der richtigen Reihenfolge. Plötzlich eine Durchsage. Wir haben absolutes Drehverbot auf dem Flughafengelände. Weiße Farmer wurden von Schwarzen grausam getötet. Es herrscht Ausnahmezustand in Simbabwe. Nur wenige Crewmitglieder wagen einen Trip zu den einzigartigen Wasserfällen. An den sonst überfüllten Abhängen kein Tourist weit und breit. Auf dem Flughafen wirft Daniel noch einmal einen Blick auf die Route. Morgen kann auch er den Steuerknüppel zeitweise übernehmen, als Co-Pilot. Sicher nicht oft im Leben solche Flüge wie den, wo man mit so einem Flugzeug quer durch Afrika fliegen kann. Das ist schon einer von den Highlights. Von dem habe ich auch immer geträumt, mal so ein Flugzeug zu fliegen, aber also, dass man jetzt nervös ist, man hat einen erfahrenen Kapitän dabei, der auf dem Ding hunderte Stunden geflogen ist und sein ganzes Leben in Afrika geflogen ist. Kann nicht viel schief gehen. Am nächsten Tag. 12. Running. Stop. Running.
Pippi und Daniel steuern den Oldtimer heute quer durch Zentralafrika nach Uganda. Die Höchstgeschwindigkeit 450 Stundenkilometer. In den 50er Jahren war das ein respektabler Wert, doch irgendwie hat man das Gefühl zu kriechen. Das monotone Brummen schaukelt so manchen in den Mittagsschlaf. Die anderen werden belohnt mit einem Blick auf den größten See Afrikas, den Viktoriasee. Wie kannst du wissen, wohin du gehst, wenn du nicht weißt, wo du herkommst? Ich glaube, es ist notwendig, dass wir Flugzeuge wie diese erhalten. Für die Menschen, die nach uns kommen. Wie sollen wir sonst den kommenden Generationen von Piloten und Ingenieuren erklären, wie es früher war? Nach 5 Stunden und 2200 Kilometern landen wir in Uganda, direkt am größten See Afrikas. Wir wollen tanken. Schnell ist von Gemütlichkeit keine Spur mehr. Erste Probleme tauchen auf. Schlauch ist kurz und anders als bei uns. Masseband ist zu kurz. Zwar wussten die Flugplatzangestellten, dass eine Maschine aus Namibia kommt, die keinen Jettreibstoff wie Boeing und Co., sondern Afgas für Kolbenmotoren benötigt. Dass sie aber gleich so viel Sprit frisst, darauf ist der einzige Tankwart nicht vorbereitet. 3000 Liter versickern wie nichts im Flügel der DC-6. Der Tankwart verspricht, mit einem vollen Wagen in 40 Minuten wiederzukommen. Der Tankwagen ist zu klein, muss neu gefüllt werden. Der reicht nur für knapp einen Flügel, also fürchte ich, dass wir noch einmal füllen müssen nachher. Bei der Routenbesprechung taucht ein weiteres Problem auf. Im Süden Sudans herrscht Bürgerkrieg. Jets mit Flughöhen über 10.000 Metern stört das nicht. Doch mit einem Oldie über dieses Gebiet zu fliegen, grenzt an Selbstmord. Ein Umweg war deshalb geplant. Das Problem ist, dass dort, wo wir niederfliegen könnten, ein Kriegsgebiet ist. Und das wollen wir umfliegen. Und wo wir friedlich fliegen könnten, müssten wir so hoch fliegen, so hoch können wir aber nicht. Und jetzt haben sie beim Militär angerufen. Und wird wohl gehen, weil es nicht anders geht. Aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass sie wissen, dass ein Flugzeug da lang fliegt. Jetzt heißt es abwarten. Der sinnlose Zeitvertreib zerrt an den Nerven. Langsam geht die Sonne unter. Auch vom Tankwart immer noch keine Spur. Dafür kommen die Moskitos in Scharen. Uganda ist Malaria-Gebiet. Die tödliche Krankheit ist eine der häufigsten Todesursachen. Doch irgendwann kommt auch hier die Erlösung. Unsere Pumpe ging kaputt, wir mussten sie durch eine andere ersetzen, deshalb sind wir so spät. Knapp 21.000 Liter Afgas passen in den Tank der DC-6 und so ist auch der zweite Wagen gleich wieder leer. Jetzt ist Finish für heute. Er muss jetzt seinen Tankwagen wieder aufladen, dauert wieder 3 Stunden. Wir gehen so lange lieber schlafen und morgen um 7 ist er da. Packen wir den Rest. Am nächsten Morgen fließen endlich die letzten Liter. Auch die Fluggenehmigung ist eingetroffen mit genauen Kursangaben. Dann endlich rollt die DC-6 auf die Startbahn. Aber plötzlich heißt es, alle Motoren stopp. Warum wir jetzt wieder zurück mussten, war, weil ihnen eingefallen ist, dass die 7 Passagiere, die wir dabei haben, noch eine Airport-Fee zahlen müssen. Also ein Flughafenbenutzungsgebühr. Away genannt. Zurück wollen, was machen, Flugplan delayen. Das kostet uns jetzt locker eine halbe, dreiviertel Stunde. Klaus Plaser fliegt heute den Oldtimer. Damit geht sein persönlicher Traum in Erfüllung.
fühle mich in solchen Flugzeugen einfach wohl. Ich brauche keine Düsen, ich brauche keine Supercomputer. Also für mich ist es genau das Richtige. Hinter dem Cockpit verwöhnt die Stewardess Martina die Crew mit frischem Kaffee. Mit einiger Verspätung geht es Richtung Ägypten, nach Luxor. Nun, in Luxor erwarten wir uns erstmal 40 Grad Außentemperatur. Den schlechtesten Service, den man sich vorstellen kann, nämlich am besten gar keinen und dazu sehr teuer. Nach einem Umweg um Kampfgebiete fliegen wir zuerst über den Sudan. Nach 6 Stunden Flugzeit unterbricht der Nil die karge Wüstenlandschaft. Der DC-6 hat die Reise bisher wenig geschadet. Auch die anschwellende Hitze scheint dem Oldtimer nichts anzuhaben. The entrance is this way. Oh, geht schon wieder los. Trying to sell. This is like a bazaar. In Luxor steht zwar genügend Afgas bereit, aber ohne zu handeln gibt es hier keinen Sprit. No problem. No problem. No problem. No problem. The price, how much? This is liters. For 1 liter, how much? Yeah, this is a car BB fuel. Yeah, but how much? What's the price? The price about 70 cents 1 liter. 70 US cents. Yeah, for 1 liter. US, yeah. Das Betanken der Maschine in der prallen Sonne wird für die Bordingenieure zu einem Saunagang unter freiem Himmel. Anschließend feilschen die Piloten im Flughafengebäude auch noch um die Zollpapiere. Doch dann wartet auf die Mannschaft ein Hotel am Nil. (10 Uhr am nächsten Morgen. Die Heimreise beginnt. Nach 4 Tagen im südafrikanischen Winter mit Sonne pur freut sich die Crew auf schlechtes Wetter in Österreich. Dem Oldie haben die 8000 Kilometer nicht geschadet. Die Ersatzteile sind im Kofferraum geblieben. Die DC-6 hat eine neue Heimat gefunden. Ein Abenteuer geht zu Ende. Okay. Jiggy, welcome to South with your baby, man. Welcome, man. We have enjoyed it, and we certainly thank you very much once again. Thank you! Am Flughafen in Salzburg wird die Crew begeistert empfangen. Doch für Feierlichkeiten hat die Mannschaft keine Zeit. Jeder will schnell nach Hause zu der Familie und den Freunden. Könnte nicht besser sein. Ja, 26 Stunden ohne Problem. So soll es sein. Haben wir nicht ganz so erwartet. Aber so war's. Ja. Gott sei Dank. Durcheinander geht's halt hier, wie immer. Wie überall. Könnte Afrika sein, aber es funktioniert schon. Charlies sind da ohne extra Charge. I'm sad that it's over, that it's the last leg in. Ich finde es schade, dass es vorbei ist, weil uns das Fliegen so viel Spaß gemacht hat. Ich bedauere auch, dass das Flugzeug nicht mehr im Süden Afrikas ist und wir damit nicht mehr fliegen können. Aber ich bin froh, dass es eine gute Heimat gefunden hat. Just a mirror for the sun.